Das ist hier noch Papier von meinen Blumen. Die stehen zu Hause in der Vase. Und das Papier habe ich einfach mal eingepackt, heute Morgen, weil es ist so luftig und knuffig irgendwie. Hat so tolle Knicke, fühlt sich so leicht an. Das hat mich inspiriert, das will ich hier auf die Leinwand bringen. Legen wir mal zur Seite. Dann habe ich hier noch eine Farbe. Es macht schon immer Spaß, das so raufzuhauen. Das muss man einfach immer ausnutzen, finde ich. Es befreit auch. Jetzt nehme ich einfach mal einen Pinsel und verstreiche die Farbe. Fühle mich hier ein. Nimm das einfach mal auf, auch das Papier, diese Leichtigkeit von dem Papier. Könnte ich glatt über den Rand hinaus streichen. Einmal Farbe. Ich habe hier gar nicht viel Farbe. Also du brauchst gar nicht so viel. Ich habe so wenig im Schälchen gerade gehabt. So, jetzt habe ich überall ein bisschen Farbe drauf. Habe mich schon so ein bisschen eingefunden. Jetzt nehme ich hier das Papier. Ich brauche gar nicht das ganze Stück. Ich nehme hier einfach einen Teil. Ich messe das auch nicht ab oder so, sondern ich nehme das einfach und drücke das hier einfach auf. Also nichts abmessen oder keine Ahnung. Wenn du nur einen kleinen Rest hast, nimm einfach deinen kleinen Rest. Ich nehme hier einfach das, was sich hier so ergibt und drücke das jetzt einfach an. Und ich sehe schon, das zieht voll die Farbe. Und damit kann ich das eben auch gut dann kleben. Und ich merke gerade, wie gut es tut, immer wieder einfach mit den Händen was zu tun und das zu fühlen. Und ja auch zu merken, wo klebt das jetzt, wo ist es noch so locker. Jetzt so einziehen lassen. Also es ist jetzt so einigermaßen trocken auch schon. Also es trocknet relativ schnell. Ich habe es jetzt 5 Minuten so liegen lassen. Und habe mir in der Zeit ein paar Farben angemischt. Und jetzt habe ich gerade so spontan gedacht, hier die Knicke finde ich so spannend. Die will ich hier nochmal rausholen. Ähnlich wie bei den Netz. Du kennst es von dem Netz? Ja, da tauchte gerade so eine Erinnerung auf. Vielleicht hatte mich das eine Werk hier zu dem nächsten geführt. Ach, ihr hattet auch wegen der Kreide gefragt. Wenn ich dran denke, wenn ich dann am Rechner bin, dann gucke ich mal, ob ich die finde. Dann schreibe ich das unter das Video. Ich mal schauen, wie sich das Papier weiter verhält. Ja, das wird bestimmt gut die Farbe aufnehmen. Mal gucken. Ja, die fließt hier nicht richtig. Das ist ein bisschen schade. Ich noch ein bisschen dünner machen müssen, aber so kann man es ja auch machen. Jetzt sehe ich schon, jetzt läuft sie genau in die Knicke. Hand das jetzt zu verstreichen geht wahrscheinlich viel, viel besser, als das mit dem Pinsel zu verstreichen. Also kann ich hier die Farbe sehr schön so über die Oberfläche bewegen, ohne irgendwelche Pinselspuren zu hinterlassen. Und kann das auch noch mal so ein bisschen in die Knicke rein schieben.
Aber wir können auch hier einfach die Pappe nehmen. Ich reiße mir einfach ein kleines Stück ab. Also einfach ein Stück Pappe und den als Pinselersatz oder Spachtelersatz benutzen, das kleine Stück. Damit kann ich auch wunderbar hier arbeiten und weiche Übergänge schaffen. Ein bisschen Pink und mische mir hier ein Orange. Das kennst du alles aus dem Grundkurs. Farben mischen. Das ist so das A und O, finde ich. Umso einfacher und leichter kann man auch im Prozess oder auch schneller sich entscheiden zu Farbtönen. Das Schwarz finde ich gut. Du kannst aber auch Kreide nehmen. Nee, die geht gerade hier nicht. Dann nehme ich hier die Kohle. Das geht auch. Ui, der Klecks kriegt Beine. So sieht es gerade aus. Die langen Linien, die unförmigen. Ja, wenn es einem dann nicht gefällt, ist natürlich blöd. Gerade mit dem schönen Orange. Aber mal gucken. Und wie schön, jetzt kannst du sehen, wie gut die Pappe sich hier eignet. Ich meine, so schöne Linienführung. Was für ein Werkzeug würdest du dir kaufen müssen, um das so machen zu können und in dem Moment auch dran denken, das überhaupt zu haben, danach zu greifen. Das ergibt sich halt einfach im Prozess, das will ich damit sagen. Ja, was ich noch damit sagen will gerade, fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich das so oft gefragt werde. Zeig mir noch eine Technik, zeig mir noch irgendwie was kann ich noch irgendwie machen? Mach einfach, probier es aus. Also darum geht's. Das ist das, was wir Künstler machen. Da gibt es kein Lehrbuch oder einen Lehrplan. Was fühlst du? Was gibt das Material her? Was willst du sagen? Das ist so das, was dich leitet und führt zu dem nächsten Werkzeug, zu der nächsten Technik. Jetzt ist mir da doch ein bisschen zu dunkel geworden. Das Schwarz hat mein schönes Orange so ein bisschen versaut. Deswegen klebe ich jetzt hier einfach kurzerhand wieder ein Stück Papier drüber und
färbe das dann einfach nochmal ein. So kann das jetzt erstmal trocknen gerade. Und ich fahre mal eben die Markise wieder hoch und mache die Werkzeuge kurz sauber. Ich lasse das so. Es war ein schneller, schöner Spaß. Und im Rahmen gefällt mir das natürlich auch wieder gut. Also es ist immer ein schöner Abschluss nochmal, das in einen Rahmen zu fassen. Das ist nicht grundsätzlich so, aber hier passt das gerade. Hat so was Blütenartiges. Ja, ich weiß nicht, hat einen besonderen Charakter. Aber was das Schöne einfach ist, es ist sehr unkompliziert. Es ist einfach umzusetzen und macht sehr viel Spaß. Also, jetzt bist du dran. Schnapp dir einfach deine Leinwand, deine Farben, irgendetwas, was schon im Müll landen sollte. Vielleicht findest du irgendwas und malst dein Bild. Ja, und hier mein kleiner Freund zum Großen. Danke für eure Bestellung. Ich freue mich, ich kann den jetzt mit Rahmen anbieten. Also ihr könnt den bestellen und da ist jetzt auch schon ein Rahmen drumherum. Und das sieht sehr edel aus, finde ich. Ist schwer, also es hat echt viel Gewicht und ist eine gute Qualität. Also das Suchen hat sich gelohnt. Ich freue mich, ich kann es jetzt anbieten. Also mach's gut, hab einen schönen Sonntag. Tschüss. Das Material war heute besonders, obwohl es eigentlich so gar nichts Besonderes ist. Es ist einfach nur ein Rest und wir denken immer, wir müssten die Reste wegschmeißen. Aber diesmal war es ja einfach ein Anfang von etwas, was mir auch Leichtigkeit geschenkt hat, weil das Papier fühlt sich schon so gut an. Es legt sich so einfach drauf und zieht so schnell ein und verbindet sich so schnell mit der Farbe. Also es gibt ganz, ganz viel. Die Knicke, dieses Gebrauchte, dieses nicht Neue und Perfekte, sondern dieses, da spricht was mit mir. Da gibt mir was einen Satz vor und ich kann das einfach zu Ende denken. Also es ist so ein Dialog immer wieder, der stattfindet. Und das ist das, was die Malerei auch so ausmacht. Und ich kann nicht mit dem Kopf denken, sondern ich denke auf einer ganz anderen Ebene. Und das kennst du, wenn du malst, dann hast du das sicherlich schon festgestellt. Ja, darüber philosophiere ich ja immer wieder gerne in meinem Denkraum, taucht aber auch immer in einem neuen Buch auf. Und da kannst du gerne mal reinschauen, wenn dich das Thema mehr interessiert. Dann schau einfach mal unter die Links, die ich hier hinpacke in die Kommentare. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Machen, beim Entdecken. Vielleicht greifst du jetzt auch zu irgendwas, was eigentlich in dem Müll landen sollte und gibst dir einfach eine zweite Chance, zu einem leuchtend orangenen Kunstwerk zu werden. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke für dein Like, für dein Abo, vielen, vielen Dank und vor allen Dingen danke für deinen Kommentar. Das motiviert mich immer wieder. Tschüss!